schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ja, ich habe zu Hause so eine wunderschöne Amaryllis und die hat mich inspiriert, die Farbe hat mich inspiriert und deswegen will ich es heute nochmal fließen lassen, die Farbtöne aufnehmen und dann einfach gucken, was dabei rauskommt. Also viel Spaß mit dem Video. Den Farbton gibt es gebrauchsfertig, das ist Acrylfarbe. Einfach aufgießen. Das macht schon gleich wieder total viel Spaß. Ja, ich überlege gerade, du kannst auch erstmal mit den Fingern die Farbe vermalen und schauen, was entsteht. Und jetzt einfach mal die Farbe hin und her schieben. Auch das ist nicht schwer, auch das kannst du machen. Da gehört nicht viel zu. Also bitte such dein Werkzeug schon mal, überleg dir schon mal, wo dein Fensterwischer ist. Jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme noch einen anderen Farbton dazu. Wo ist er? Wo hat sich versteckt? Ah, hier. Also Kreide. Kennst du auch schon aus dem anderen Video. Einfach ein bisschen zerbröseln und dann klein drücken. Das kannst du einfach mit deinem Werkzeug machen, aber Moment, mir ist was eingefallen. Du kannst natürlich auch deinen Mörser nehmen und einfach das Pigment klein machen. Hier habe ich jetzt schon schwarz drin, deswegen benutze ich den gerade nicht, aber ich kann den auch abwischen und dann einfach benutzen. Das funktioniert jetzt natürlich besser. Ich bekomme das schön klein, damit gibt es noch mehr Farbe ab. Einfach drauf streuen. Das Ganze jetzt vermalen. Das ist natürlich eine unkonventionelle Methode, aber du kannst das durchaus machen. Also einfach verstreichen in die andere Farbe hinein. Und jetzt bleibt, glaube ich, gerade ganz viel auch im Werkzeug hängen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man so arbeitet. Den Farbton brauche ich nochmal. Dann nehme ich nochmal was von dem Farbton dazu und zerkleinere mir das einfach nochmal. Gebe noch etwas Farbe dazu als Pigment. Es macht Spaß. So habe ich hier wunderschöne Farbtöne schon drin. Die vermischen sich jetzt etwas und ich habe auch schon so eine, ja, so Farbnuancen von hell nach dunkel. Und ja, jetzt muss ich aber noch mal was von dem Werkzeug wieder runternehmen und auf die Leinwand bringen. Kann ich natürlich auch bestens das geeignete Werkzeug benutzen und mal jetzt damit. Als wäre es dafür gemacht. Kannst das jetzt auch wieder betrachten und schauen, was hier passiert, wie die Farbe verläuft. Und ich nehme jetzt einfach noch den Wischer, da ist auch noch ein bisschen Farbe drauf und fange jetzt an, das zu vermalen.
Und lass dir Zeit. Also schau einfach, was passiert. Wisch nicht so schnell, wisch langsam darüber. Und ja, da passiert schon ganz viel. Bei mir zumindest, wenn ich mir das anschaue. Nimm auch nochmal die Bürste und wisch damit drüber, ein bisschen heller hier oben. Auf der anderen Seite auch nochmal ein bisschen heller. Hier in der Mitte, das finde ich total schön. Ich glaube, das lasse ich. Jetzt nochmal wieder das Malmesser. Hier kann ich jetzt zum Beispiel eine senkrechte Linie reinbringen und eine andere Bildaufteilung vornehmen. Das kennst du aus dem letzten Video oder ich glaube aus mehreren Videos. Ich kann auch hier eine senkrechte Linie reinbringen und einfach mal schauen, wie ich jetzt hier das Bild aufteile, die Farbe vermale. Im Untergrund ist auch noch das Pigment, das habe ich gerade gemerkt. Und das löse ich auch nochmal wieder damit an und vermische das neu. Das macht Spaß, es ist gerade dann spannend, was da jetzt passiert. Ich experimentiere hier einfach wieder. Komme jetzt nicht weiter, ich muss einen Moment das antrocknen lassen und mache deswegen einfach den Rand schon mal fertig. Ich habe es ein bisschen übergeföhnt. Es ist noch etwas feucht. Normalerweise würde ich jetzt warten und es wirklich trocknen lassen, aber da habe ich natürlich keine Geduld, weil ich habe hier die Linien schon gesehen. Schau mal, hier habe ich so Linien. Ich hoffe, du kannst das sehen. Da ist so eine feine Linie, hier oben ist so eine feine Linie und die inspiriert mich gerade hier so ein Farbfeld reinzusetzen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt einfach wieder mein Klebeband und klebe das ganz stumpf da drauf. Du kannst das natürlich auch wieder abmessen oder einfach machen. Ja, so einigermaßen gerade wäre schon schön. Also, sonst misst ihr das ab, kurz. Jetzt nehme ich die zweite Linie als Anhaltspunkt und klebe da auch einfach mein Klebeband drüber. Du kannst natürlich auch die Ränder wieder versiegeln, dass keine Farbe da drunter läuft. Ich habe immer keine Lust zu warten, mache einfach weiter. Jetzt habe ich spontan überlegt, bevor ich den Mittelteil vermale, mache ich den unteren Teil einfach noch mal ein bisschen deckender. Jetzt nehme ich einfach nochmal die flüssige Farbe. So, das reicht jetzt. Ich bin gespannt. Nimm einfach das Papier ab. Zack. Wunderbar. Mir gefällt auch die mittlere Linie da ganz gut. Und Linien, weißt du ja, die nehme ich ja immer gerne wieder mit rein. Hier kommen alle Werkzeuge zum Einsatz. Alle Haushaltsgeräte raus bitte aus den Schubladen, aus den Schränken und benutze die einfach. Guck, was dich da inspiriert, was du meinst, was du nehmen kannst.
Ich noch so einen abgebrochenen Stielkamm. Mal gucken, was der hier für Linien macht. Ja, die Farbe ist schon ziemlich trocken, aber das geht noch ein bisschen was. Probier das ruhig aus. Hol deinen Kamm oder deine Stricknadel oder was auch immer und mach da ein paar Linien rein, ein paar Schwünge. Gefällt, malst es einfach wieder über. Das ist alles überhaupt kein Problem, also habt da keine Angst, macht da ruhig ein bisschen. Die Amaryllis hat wunderschöne Linien und Punkte und Streifen und Farben und ja, das nehme ich ja heute auf als Inspiration. Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das ist auch nochmal so eine Linie. Vielleicht mache ich das Feld einfach nochmal heller, da muss doch noch. Wo ist, hier ist die Bürste. Einfach nur mal rüber, da ist eh noch die Farbe drauf. Gefällt mir gut. Die Amaryllis ist leider schon verblüht jetzt, aber dafür kann ich mir jetzt das Bild hinhängen. Ach, die Kante. Ja, die werde ich nochmal nachmalen, aber ansonsten lasse ich das. Ich kann es hochkant hängen oder quer. Das kann ich mir jetzt ja überlegen. Ich finde es total schön. Und vor allen Dingen hat es total viel Spaß gemacht. Also das wünsche ich dir jetzt auch. Ganz viel Spaß beim Malen. Ich finde ja hier oben diese Stelle, ich drehe nochmal die Kamera, warte mal. Die mag ich besonders gerne, es sieht aus wie eine Stadt oder so. Erinnert mich auch an eine ganz bestimmte Stadt. Ja, hier finde ich, entdecke ich so ein Gesicht. Also ja, man kann wieder ganz, ganz viel entdecken und das Malen an sich hat halt auch ganz viel Spaß gemacht. Also danke fürs Zuschauen, danke für deinen lieben Kommentar, ich freue mich so. Vielen, vielen Dank. Seite 40 habe ich dir etwas zu den Stiften geschrieben, also da steht auch kurz angerissen etwas zu Ölpastellen und Pastellkreiden, genau, und da kannst du noch mal reingucken. Ich habe dir aber auch wieder alles an Materialien unter das Video gestellt, da kannst du auch natürlich reingucken, also viel Spaß mit dem Malen und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Thanks-Spender, da habe ich mich natürlich auch total drüber gefreut. Und ja, danke für die Unterstützung. Und jetzt freue ich mich auf unseren Chat und viel Spaß mit dem Malen. Einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!